Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Praktisches Wutmanagement für Eltern. 44 Techniken und Tipps für eine positive Eltern-Kind-Beziehung. Von Chris Alleine bietet eine wertvolle Hilfestellung für Eltern, die im hektischen Alltag mit ihren Emotionen zu kämpfen haben. Wut und Gereiztheit sind Gefühle, die fast jeder kennt. Vor allem, wenn die Kinder nicht hören oder Grenzen immer wieder austesten. Anstatt diesen Emotionen hilflos ausgeliefert zu sein oder aus Überforderung zu schimpfen bzw. zu schreien, zeigt dieses Buch konkrete, alltagstaugliche Strategien auf, wie Eltern ruhig bleiben und dennoch konsequent erziehen können. Dabei legt die Autorin Wert auf eine liebevolle und respektvolle Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Chris Alleine vermittelt fundiertes Wissen, reflektiert eigene Verhaltensmuster und gibt zahlreiche praktische Tipps, die direkt umsetzbar sind. Das Buch richtet sich an Mütter und Väter, aber auch an Großeltern oder andere Bezugspersonen, die ihre Selbstregulation stärken und eine harmonischere Familienatmosphäre schaffen wollen. Verständlich geschrieben, motiviert das Werk dazu, alte Muster loszulassen und eine neue Kommunikationsebene aufzubauen. Diese Einführung macht neugierig auf die vorgestellten Techniken und verdeutlicht die Notwendigkeit von Wutmanagement als wertvolle Ressource für den Familienalltag. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Ursachen und Dynamiken elterlicher Wut erkennen. Ein zentrales Thema des Buches ist das Verstehen, woher elterliche Wut überhaupt kommt und wie sie sich manifestiert. Chris Alleine erläutert eingehend, dass Wut meist aus Stress, Überforderung, mangelndem Schlaf oder eigenen unerfüllten Bedürfnissen entsteht. Oft liegt der Ursprung auch in eigenen Kindheitserfahrungen oder gesellschaftlichen Erwartungen, die auf Eltern lasten. Das Bewusstsein für die Hintergründe der eigenen Emotionen ist laut der Autorin der erste Schritt, um anders reagieren zu können. Sie bietet zahlreiche Reflexionsfragen, die helfen, persönliche Reizfaktoren zu identifizieren. Auch die Dynamik zwischen Kind und Elternteil wird beleuchtet. Wut entsteht häufig aus einem Gefühl der Ohnmacht, wenn man das Verhalten des Kindes nicht kontrollieren kann. Die Autorin stellt Ansätze zur Selbstreflexion vor, um den Umgang mit belastenden Situationen besser einordnen zu können. Wer seine Wutquellen versteht, kann besser an deren Ursachen arbeiten und ist weniger geneigt, in alten, destruktiven Mustern wie Schimpfen oder Schreien zu verharren. Zweitens: Praktische Methoden zur Selbstregulation. Ein Herzstück des Buches sind die 44 konkreten Techniken und Übungen zur Selbstregulation. Chris Alleine vermittelt, wie Eltern Schritt für Schritt lernen, ihre Gefühle zu bemerken, zu akzeptieren und aktiv zu steuern, bevor diese in lautes oder negatives Verhalten umschlagen. Dazu gehören Atemübungen, kurze mentale Pausen, Körperwahrnehmung, Achtsamkeitstraining und Visualisierungstechniken. Die Autorin legt Wert darauf, dass Selbstregulation erlernbar und trainierbar ist, auch im stressigen Familienalltag. Weiterhin gibt sie Tipps, wie bewusstes Handeln anstelle von impulsivem Reagieren treten kann. Zum Beispiel hilft es, einen sogenannten Wutnotfallplan zu entwickeln, der einen klaren Leitfaden für die eigenen Reaktionen bietet. Diese Tools sind praxisnah erklärt und können nach und nach in den Alltag integriert werden, sodass Eltern sich darin üben, Abstand zur eigenen Wut zu gewinnen und bewusster zu agieren. Drittens: Kommunikation ohne Schimpfen und Schreien. Ein wichtiger Schwerpunkt des Buches liegt auf der Kommunikation. Chris Alleine zeigt auf, dass das Ziel nicht ist, gar keine Emotionen mehr zu zeigen, sondern konstruktiv und authentisch zu bleiben. Die Autorin erklärt, wie Eltern Grenzen und Erwartungen freundlich, aber bestimmt kommunizieren können, sodass das Kind sich gesehen und respektiert fühlt. Es werden konkrete Satzbeispiele gegeben, wie man Nein sagt oder klare Ansagen macht, ohne zu verletzen. Zudem gibt das Buch Einblicke in gewaltfreie Kommunikation und aktives Zuhören. 2 Kompetenzen, die helfen, Missverständnisse und Eskalationen von vornherein zu vermeiden. Die Methoden zur Konfliktlösung fördern einen respektvollen Umgang und bauen auf gegenseitigem Verständnis auf. Eltern lernen so,
Konflikte als Lernchance für beide Seiten zu betrachten und negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu bremsen. 4. Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung. Das Buch betont, wie zentral eine positive Beziehung zwischen Eltern und Kind für eine gesunde Entwicklung und ein harmonisches Miteinander ist. Chris alleine gibt Impulse, wie Vertrauen, Respekt und Wertschätzung wachsen können. Dazu gehören Rituale der Wertschätzung, bewusste Zeit miteinander und ehrliche, offene Gespräche über Gefühle. Die Autorin ermutigt, sich regelmäßig kleine Auszeiten für ungestörte Quality Time zu nehmen und auch Fehler einzugestehen. Eltern sind, so das Buch, keine perfekten Roboter, sondern dürfen Schwächen zeigen und darüber sprechen. Ein weiteres zentrales Thema ist die Vorbildfunktion. Eltern, die ihre Emotionen ehrlich, aber reflektiert zeigen, machen es ihren Kindern leichter, selbst einen gesunden Umgang mit Wut und Frustration zu entwickeln. Auf dieser Basis entsteht eine tragfähige Beziehung, die im Alltag auch schwierigen Momenten standhält. Schließlich langfristige Veränderung. Familiärer Muster. Chris alleine gibt sich nicht mit kurzfristigen Lösungen zufrieden, sondern stellt den Anspruch, nachhaltige Veränderungen im Familienleben zu ermöglichen. Sie erläutert, warum es wichtig ist, regelmäßig innezuhalten, sich selbst zu reflektieren und auch Erfolge zu feiern. Das Buch fördert eine Haltung der kontinuierlichen Weiterentwicklung, statt sich mit kleinen Verhaltenskorrekturen zu begnügen. Es werden Wege aufgezeigt, wie Eltern mit Rückschlägen umgehen, neue Routinen etablieren und bei Motivationseinbrüchen am Ball bleiben können. Unterstützend wirken Tipps zur Selbstfürsorge, zum Austausch mit anderen Eltern sowie zur Einbindung des Partners oder der Partnerin. Ziel ist es, nicht nur die Beziehung zum Kind, sondern die ganze Familienkultur in Richtung mehr Gelassenheit und gegenseitigen Respekt weiterzuentwickeln. Damit bereitet das Buch den Weg für ein dauerhaft wertschätzendes Miteinander. Zusammenfassend: Praktisches Wutmanagement für Eltern ist ein wertvoller Ratgeber für alle, die sich einen harmonischeren Familienalltag und eine liebevollere Beziehung zu ihren Kindern wünschen. Besonders Eltern, die sich in Stress- oder Überforderungssituationen schnell zu Schimpfen oder Schreien hinreißen lassen, profitieren enorm vom Ansatz der Autorin. Das Buch empfiehlt sich aber ebenso für Großeltern, ErzieherInnen oder alle, die Kinder betreuen und ihre emotionale Kompetenz weiterentwickeln möchten. Dank seiner praxisorientierten Tipps, Reflexionsübungen und der verständlichen Sprache ist das Buch sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Eltern geeignet. Die vorgestellten Methoden fördern nicht nur die eigene Selbstregulation, sondern stärken auch das Bewusstsein für eine wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation. Wer das Buch liest, erhält konkrete Werkzeuge an die Hand, mit denen die familiäre Atmosphäre langfristig verbessert werden kann, zum Wohle aller Beteiligten. Im Vergleich zu anderen Erziehungsratgebern legt Chris alleine besonderen Wert auf die Verknüpfung von emotionaler Selbstfürsorge und einer starken Eltern-Kind-Beziehung. Das macht das Buch zu einer einzigartigen und lohnenden Lektüre, mit der der Alltag leichter und erfüllter wird. Deshalb lohnt es sich, gerade dieses Buch zu erwerben. Es befähigt dazu, in schwierigen Momenten die Ruhe zu bewahren, authentisch zu handeln und gleichzeitig ein liebevolles Miteinander zu fördern. Wenn Sie unterstützen möchten. Chris alleine, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.